Hallo und herzlich willkommen zum vierten Teil unserer kleinen Serie zur Samsung Galaxy Watch 7. Und zwar gucken wir uns heute einmal das Thema WhatsApp und sonstige Benachrichtigungen an. Was geht auf der Uhr, was geht nicht. Das gilt grundsätzlich im Übrigen für alle Uhren, die Wear OS 5 verwenden, also sprich auch die Samsung Galaxy Watch Ultra oder aber, sobald sie denn abgedatet sind, die Samsung Galaxy Watch 4, die Samsung Galaxy Watch 5 und die Samsung Galaxy Watch 6. Viel Spaß mit dem Video. Jetzt zum besseren Verständnis möchte ich euch kurz zunächst mal den Unterschied zwischen der normalen Benachrichtigungsfunktion und der nativen App unter Wear OS 5 erklären. Die Benachrichtigungsfunktion ist das, was wir hier sehen können, also sprich Benachrichtigungen, die auf eurem Telefon reinkommen, die von der Uhr erkannt werden und auf der Uhr visualisiert werden. Das ist hier zum Beispiel eine solche, die können wir jetzt beantworten mit Emoticons, wir können Kurzantworten verwenden oder aber auch, und das gilt für die meisten Benachrichtigungen, zumindest die Benachrichtigungen, die auch Nachrichten sind, ihr könnt halt drauf antworten mit einer Nachricht. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist dann zu sagen, okay, wir haben neben dieser Funktionalität noch eine native App, sprich eine richtige App, die diese Benachrichtigungen und Nachrichten verarbeitet. Also in dem Fall wäre das hier WhatsApp. Damit lässt sich immer, und das ist tatsächlich aus meiner Sicht ausnahmslos so, mehr machen, als wenn ihr auf die Benachrichtigungsfunktion der Uhr setzt. Die Unterschiede gerade bei WhatsApp, so als plakatives Beispiel, zeige ich euch gleich mal. Es hat einfach einen viel größeren Funktionsumfang und gibt euch viel mehr Möglichkeiten als die klassische Benachrichtigungsfunktion unter Wear OS. Gucken wir uns erstmal an, was geht, wenn ihr WhatsApp in dem Fall hier als native App nicht installiert habt. Dann habt ihr hier die Benachrichtigung. Ich schicke sie jetzt nochmal, damit ihr auch ganz genau seht, was passiert, wenn eine Benachrichtigung reinkommt. Ich schicke mir jetzt eine WhatsApp-Nachricht. Sie kommt an und ihr seht, hier sehen wir die Nachricht. Übrigens, das hier ist die Detailansicht. Wenn ihr in den Einstellungen angeklickt habt, ihr wollt die Details sehen, kommt diese Ansicht. Ansonsten kommt nur das Logo, welches ihr gerade eben gesehen habt, mit dem Namen sozusagen. Nur falls das bei euch anders aussieht. Gut, jetzt haben wir hier die Nachricht reinbekommen und haben jetzt die Möglichkeit, wie vorhin schon gesagt, mit Emoticons zu antworten. Das ist die eine Option. Wir können die Kurzantworten verwenden. Da geht ihr einfach drauf. Nehmen wir mal Nein, danke und dann unten auf Absenden. Schon kann die Nachricht rausgeschickt werden. Und dann, und jetzt bin ich natürlich eins zu weit zurückgegangen, haben wir noch die zusätzliche Möglichkeit, die Nachricht wirklich mit einer individuellen Botschaft zu versenden. Das könnt ihr zum einen über die Tastatur hier eingeben. Das ist die eine Möglichkeit. Ihr könnt das über die Spracherkennung eingeben. Ihr könnt das per Swipe eingeben. Also all diese Möglichkeiten bestehen, sodass ihr hier auch individuell auf Nachrichten antworten könnt. Das funktioniert mit vielen Apps, die Nachrichten versenden, schon mit der Benachrichtigungsfunktion, ohne dass ihr überhaupt die native App verwenden müsst. Gehen wir mal einen Schritt weiter und gucken uns jetzt mal das nächste Thema an, denn das sind ja bisher nur Textbausteine sozusagen. Was geht denn noch weiter in Bezug auf Emoticons? Emoticons kommen hier eigentlich auch alle an, das ist überhaupt kein Problem. Fast komplexer ist dann aber das Thema Foto und da schicke ich jetzt mal ein Foto rüber und wir gucken mal, was da passiert. Und ihr seht jetzt hier erst das Foto und jetzt dauert es ein paar Sekunden. Und dann lädt er das Foto aber nach. Das heißt, ihr könnt auch hier in den Benachrichtigungen Fotos anzeigen lassen. Wenn das bei euch nicht funktioniert, dann habe ich später in diesem Video noch einen kleinen Tipp, woran es liegen könnte und vielleicht könnt ihr es darüber lösen. Und löschen könnt ihr die Benachrichtigung dann logischerweise auch, sodass sie dann weg ist. Dann könnt ihr aber auch nicht wieder darauf zugreifen. Sprich, wenn ihr jetzt nochmal darauf antworten wollen würdet, würde das über diese Funktionalität hier nicht funktionieren. Schauen wir uns auch noch mal eben das Thema Sprachnachricht an, weil das ja für den einen oder anderen vielleicht auch relevant ist. Da wird hier in der Benachrichtigungsfunktion tatsächlich nur dieser Hinweis auf die Sprachnachricht gegeben, aber ihr könnt jetzt weder die Nachricht anhören, noch in irgendeiner Art und Weise per Sprachnachricht darauf antworten. Ihr könnt natürlich jetzt eine Nachricht schicken, indem ihr was eintippt oder auch ein Emoticon oder auch eine Kurznachricht, Kurzantwort, aber eben könnt ihr die Nachricht weder abhören noch per Sprachnachricht antworten und das ist halt anders, wenn ihr die native App nutzt. So, und jetzt haben wir nämlich die native App von WhatsApp installiert. Findet ihr einfach im Play Store, dürfte kein Problem sein. Und hier seht ihr schon, die Sprachnachricht, von der ich gerade gesprochen habe, könnt ihr jetzt anhören sozusagen. Und ihr könnt halt auch antworten per Sprachnachricht und ihr könnt antworten per Tastatur. Das dürfte, denke ich, klar sein. Ihr könnt aber auch in alle Nachrichten, die bisher ihr mit diesem Kontakt gehabt habt, zurückgehen. Und könnt auch eigene Nachrichten starten. Das geht halt alles über die Benachrichtigungsfunktion nicht. Ihr könnt jetzt hier Sprachnachrichten auch abhören. Die habe ich jetzt einfach nur leer
leer geschickt, deswegen hört ihr jetzt gerade nichts. Aber vom Grundsatz her könnt ihr die halt abhören und ihr habt jetzt auch die Möglichkeit, hier halt entsprechend zu antworten. Einmal wieder über unsere Funktion, dass wir die Tastatur nehmen können, die Kurzantworten und Emoticons. Das ist natürlich die eine Möglichkeit. Wie gesagt, auch über Sprachnachrichten. Das machen wir jetzt im nächsten Schritt mal, denn ihr habt ja hier dieses Symbol schon gesehen, dieses kleine Mikrofon, was dafür sorgt, dass wir jetzt auch eine Sprachnachricht aufnehmen können. Wir antworten auf deine Nachricht per Sprachnachricht. Ja, ist natürlich Quatsch, das jetzt als Antwort vielleicht zu nehmen, aber so könnt ihr habt ihr die Möglichkeit halt eben über die native App auch direkt Sprachnachrichten zu beantworten und ich zeige euch nochmal, wie man es anhören kann. Auch wenn das jetzt natürlich super leise ist, geht ja nur um die Funktionalität. Also die beiden Optionen bestehen, sobald ihr die native App installiert habt. So, was passiert aber jetzt bei Sprachanrufen, Videoanrufen und so weiter und so fort? Wir starten mal rein mit einem Sprachanruf, den wir über WhatsApp ausführen. Jetzt nicht einen Sprachanruf übers Telefon an sich, das vielleicht als Info, es ist ein Sprachanruf über WhatsApp. Den starte ich jetzt mal und wir sehen hier, das kommt als Anruf rein und ihr seht hier auch, dass die Telefonnummer angezeigt wird, wie ein klassischer Anruf. Hier wird nicht der WhatsApp-Name angezeigt. Das ist vielleicht nochmal ganz wichtig zu wissen. Warum das so ist, ehrlich gesagt, verstehe ich das auch nicht ganz. Ich glaube, es hängt mit der Technik zusammen, aber es ist halt einfach so. So, und ihr könnt jetzt tatsächlich über die Uhr sowohl den Ton hören, als auch sprechen. Also sprich, ihr braucht euer Telefon nicht rauszuholen. Ihr könnt einen Sprachanruf entgegennehmen und führen über die Uhr. Ihr könnt natürlich das Mikrofon deaktivieren, wenn ihr übers Telefon sprechen wollt und so weiter und so fort. Theoretisch lässt sich das Ding jetzt auch über die Uhr führen. Das ist natürlich eine gute Geschichte. Da muss man einfach sagen, wer das machen möchte, für den ist das eine sinnvolle Funktionalität. Gut, gucken wir nochmal weiter. Was ist mit Videoanrufen? Ich starte mal einen Videoanruf und ich nehme es vorweg, das dürfte keinen überraschen. Den könnt ihr zwar annehmen wie einen Sprachanruf und den dann auch verwenden wie einen Sprachanruf, aber ihr könnt halt logischerweise, da es keine Kamera verbaut ist, natürlich keinen Videoanruf im klassischen Sinne führen, dass euch jemand sieht, aber das dürfte, denke ich, hoffentlich auch allen klar sein. Gut, schauen wir nochmal weiter. Was sind die weiteren Optionen oder die weiteren Möglichkeiten, die wir noch ausprobieren können? Und dazu schicke ich mir mal eine weitere Benachrichtigung. Na, dauert jetzt eine Sekunde. So, und zwar ein Video, damit wir mal gucken können, was denn mit Videonachrichten passiert, oder beziehungsweise mit Videos, sorry, nicht mit Videonachrichten, sondern mit einem Video, welches wir schicken. Dauert jetzt eine Sekunde, ich nehme es gerade auf, so, genau. Und dann seht ihr hier schon, dass Videos tatsächlich selbst mit nativer App nicht dargestellt werden können. Also ihr seht hier nicht unterstützte Nachricht und wir gehen jetzt nochmal rein, hier auch in WhatsApp selber und sehen auch da, dass quasi das Ganze nicht verfügbar ist. Also Videos funktionieren weder über die Benachrichtigungsfunktion noch über die native App. Im Gegensatz halt eben, wie gerade eben schon gesagt, zu Sprachnachrichten und Bildern und so weiter und so fort. Ja, ich hatte es vorhin schon angekündigt, wenn ihr in der Benachrichtigungsfunktion keine Bilder sehen könnt, dann ist häufig der Grund, ich sage nicht immer, aber häufig der Grund, dass die nicht heruntergeladen wurden. Dann geht ihr bitte einmal in eurer WhatsApp auf dem Smartphone in Speicher und Daten und guckt euch im unteren Bereich an, wann welches Medium heruntergeladen wird. Also bei mobiler Datenverbindung, bei WLAN und bei Roaming. Und da muss halt im Zweifel Foto aktiviert sein. Wenn das dann nicht ist, könnt ihr es entweder einstellen, kostet natürlich Datenvolumen, das muss jedem klar sein. Aber vom Grundsatz her kann das dann quasi euer Problem lösen, dass die nicht dargestellt werden, die Bilder. Ja, und dieses grundsätzliche Prinzip von Benachrichtigungsfunktion und nativer App lässt sich jetzt tatsächlich für alle Benachrichtigungen oder sonstigen Themen anwenden, die ihr so kennt. Gmail zum Beispiel, gleiches Prinzip. Ihr habt hier die Möglichkeit zu antworten über die Benachrichtigungsfunktion. Gleiches geht auch für Telegram, für Signal, für Threema und so weiter und so fort, was ihr sonst noch für Benachrichtigungs-Apps habt. Überall gilt das gleiche Prinzip. Die Benachrichtigungsfunktion mit eingeschränktem Funktionsumfang sollte für fast alle verfügbar sein, auch mit der Antwort hier im Antwortmöglichkeit. Wenn ihr aber die native App nutzt, habt ihr noch viel mehr Möglichkeiten. Könnt zum Beispiel alle eure E-Mails durchscrollen, bei Gmail jetzt in dem Fall und so weiter und so fort. Es ist halt viel, viel umfangreicher. Insofern würde ich persönlich euch empfehlen, wenn ihr da viel drauf setzt, ich zum Beispiel bei Gmail, dann würde ich euch unbedingt empfehlen, da auch die entsprechende native App zu installieren, weil es halt einfach einen größeren Funktionsumfang bietet und euch viel mehr Möglichkeiten gibt als die klassische Benachrichtigungsfunktion. Denn wenn die einmal gelöscht sind, die Benachrichtigungen, wie gesagt, kommt ihr da nicht mehr dran.
Ja, damit sind wir durch mit unserem kleinen Video zum Thema Benachrichtigungen für native Apps und wie Benachrichtigungsfunktion unter Wear OS 5. Wie gesagt, gilt für alle Uhren, die Wear OS 5 haben und abgespeckt bzw. leicht adaptiert, auch für die Uhren, die Wear OS 4 haben. Das tut sich nicht so viel zu der Samsung Galaxy Watch 6 Classic, die ich letztes Jahr getestet habe oder ausprobiert habe und beziehungsweise die ich auch heute noch habe. Da hat sich nicht viel geändert. Grundsätzlich muss man halt verstehen, dass die Benachrichtigungsfunktion alleine einen kleinen Funktionsumfang hat und eben die Funktion über die native App dann halt euch deutlich mehr Möglichkeiten eröffnet, als das zum Beispiel ja eben bei der Benachrichtigungsfunktion ist. Und wie gesagt, es gibt da eine ganze Reihe von nativen Apps mittlerweile. Gmail hat auch jetzt nachgelegt, auch dafür gibt es eine native App, sehen wir hier nochmal. WhatsApp hat eine native App. Bei Signal und Telegram gibt es, glaube ich, aktuell noch nichts, aber das wird sich dann wahrscheinlich in den kommenden Wochen, Monaten und so weiter und so fort auch noch ändern, denn ich wiederhole mich da, der Funktionsumfang ist halt deutlich größer, als wenn ihr nur die Benachrichtigung nutzt. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt mir gerne in die Kommentare. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und am Ende bleibt mir nichts anderes zu sagen als Alexa, Kamera aus. Okay.